Als Kind bin ich immer zu meinem Großvater gegangen in seinen Werkraum. Der hat dort immer gebastelt und habe gesehen, dass er so Figuren bastelt, so handgroß, ganz farbig, mega kreativ. Mir hat das immer mega gefallen als Kind. Und ich habe gedacht, mein Großvater hat das erfunden. Viel später habe ich dann herausgefunden, dass das nicht von ihm ist, sondern von der Niki de Saint-Phalle. Und bin natürlich schon ein bisschen enttäuscht gewesen, aber auf eine gewisse Art dann auch begeistert von dieser Frau und für das wirkliche Freisein von der Frau. Die Basler Musikerin Anna Rossinelli begibt sich in den Solitude Park, um mehr über die farbenfrohen Nanas und ihre Schöpferin herauszufinden. Dort trifft sie die Kuratorin Sandra Beate Reimann vom Museum Dägeli. Der Dägeli und Niki de Saint-Phalle, Sie sind zusammen gewesen, oder? Ja, sie waren sogar verheiratet. Okay. Also sie haben sich 56, glaube das erste Mal kennengelernt und dann 71 haben sie dann erst geheiratet und dann ist Niki de Saint-Phalle auch Schweizer Staatsbürgerin geworden. Sie haben sich auch künstlerisch irgendwie können befruchten, oder? Ja, schon. Ach schon? Ja. Weil ich meine, wenn ich jetzt an Kunst denke, ist es schon sehr anders. In einer gewissen Weise schon. Auf der anderen Seite haben sie halt beide sehr radikal den Kunstbegriff der Zeit eigentlich hinterfragt. Ja. Haben beide auch sich interessiert für Aktionen, wie zum Beispiel diese Schießaktionen, die Niki de Saint-Phalle gemacht hat. Da hat sie Reliefs gestaltet, mit Farbbeuteln auch, und dann alles mit Gips überzogen. Und dann hat sie eben mit dem Luftgewehr darauf geschossen. Und wenn man eben gerade so einen Farbbeutel erwischt hat, dann ist es da so die Farbe rausgelaufen. Ja, genau. Hat also wirklich auch so ein bisschen destruktiv eigentlich auch das Gemälde und die ganze Kunstgeschichte angegriffen. Als sie dann 65 anfängt, die Nanas zu machen, ist das fast wie so ein positives Gegenbild. Auch. Ja. Also erst fängt sie so an, das alles zu kritisieren und dann entwirft sie so diese matriarchale Gesellschaft fast mit diesen verschiedenen Nanas. Wie sie auch können sein, sozusagen, oder in ihrer Vorstellung. Ja, genau. Ihre Skulpturengruppe, die sie 65 entworfen hat, die waren auch noch beklebt mit Stoffresten und Wolle und Wollfäden. Und das war einfach zu aufwendig gewesen, wahrscheinlich für so grosse mit Stoff zu arbeiten, sondern wahrscheinlich dann wie einfacher gewesen, einfach zu bemolen. Ich glaube, es hat sich einfach so daraus entwickelt. Und irgendwann das weglassen, sozusagen. Ja, genau. Gwendolen wird 1993 vor dem Institut für Immunologie aufgestellt, auf einer sich drehenden Plattform. Das Institut, wo auch die Spirale von Jean Dägeli steht, wird im Jahr 2000 aufgelöst. Beide Werke finden einen neuen Platz im Außenraum des 1996 eröffneten Museums. Gwendolins rotierende Plattform ist mit dem Umzug verschwunden. Dennoch wird die Plastik aus konservatorischen Gründen ab und zu leicht gedreht. Niki hat ganz viele verschiedene, eben auch eher so diese schwangeren Nanas gemacht. Und es gibt auch Werke, die sie zusammen mit Tangeli und anderen, mit zum Beispiel Pierre-Olav Utvedt, haben sie im Moderna Museum in Stockholm haben sie eine riesige Installation gemacht. So eine liegende Nana. Und man ist dann eigentlich durch die Vulva in diese liegende, schwangere Frau hineingegangen. Und dann gab es in einem der Brüste war eine Milchbar. Und, Nein, sorry, oder? Dann war es noch, gab's noch Maschinen. Also, nein, das war meine Party, meine Favorite Party, die ich leider verpasst habe. Bevor überhaupt dieser zweite Welle des Feminismus, das war ja erst so 69, 70, dass es losging, hat sie eigentlich schon richtig feministische Kunst gemacht, auch wenn sie es selber vielleicht nicht so bezeichnet hätte. Aber, ja, aber also so habe ich es auch gelesen und das tut mich irgendwie auch so mega inspirieren, weil ich habe irgendwie gemerkt, dass die Figuren wie ein anderes Körperbild vermitteln. Sie sind halt so ein bisschen voluminöser, grosse Brüste und die Emanzipation, so das Körperbild wie abwerfen und so die totale Freiheit von der Frau. Das hat mir sehr imponiert und hat mir gefallen, weil mir das eigentlich wünsche für alle Frauen. Das ist auch ganz spannend. Sie ist ja ziemlich groß, eigentlich irgendwie so überlebensgroß. Und das war ja eben auch wichtig, irgendwie dem, gegenüber den Männern so riesige, monumentale Frauen zu stellen und dass man eben nach dass man nicht immer so klein ist. So, oder? Genau, ja.
Frau ist ja meistens kleiner neben dem Mann. Genau, und ja. das ist toll. Deswegen war ihr das wichtig. Niki de Saint-Phal erbt nach dem Tod von Jean Tinguely 1991 einen Großteil seiner Werke. 52 Skulpturen aus diesem Nachlass bilden die Basis des Museum Tinguely, eine Schenkung der Erbin. Auch die Musikerin Anna Rossinelli wird zu einer Art Nachlassverwalterin ihres Großvaters und seiner eigenen Nana-Interpretationen. Genau, also das sind eben die Skulpturen, die mein Großvater gebastelt hat. Wo ich dann eben mit 6, 7 irgendwie mich gefragt habe, was ist das? Und es irgendwie immer toll gefunden habe, weil es halt so farbig ist. Und die stehen bei uns jetzt daheim in der Wohnung. So bin ich irgendwie überhaupt mal in Kontakt gekommen mit der Niki de Saint-Phal. Mhm. Die sieht eher aus wie ein Mann. Das ist ein Mann, ja. Ah, ist ein Mann? Würde ich sagen, ja. Aber das geht eigentlich nicht. Doch, ich glaube, es gibt... Ah ja, es geht Männer. Ich glaube, es gibt... Wow. Aha, ich dachte, Männer, das ist ja strengst verboten. Ich glaube, es ist ein Mann. Aber ja, weil er hat eigentlich eher eine Badehose, also eher noch eine Boxershorts So mit mit Herzchen. Geil ist es, wenn man drinnen geraucht hat, früher noch. Und das war mal weiss und das ist jetzt halt alles so voller Nikotin und dreckig. Und ja. Weil man fällt für die Restaurierungsabteilung. Genau. Das muss man auch mal ein bisschen glatt streichen und ein bisschen polieren und so. Aber wichtig ist ja immer schön drüllen wegen der Sonne, oder? Ja, Jetzt auch genau. Ja. Das ist gleichmäßig ausgleicht.